Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video erkläre ich dir mal eine Variante, wie man ein Halsbündchen annähen kann. Viel Spaß! In einem meiner allerersten Videos erkläre ich dir, wie ein Halsbündchen angenäht wird. Und wenn man sich mal ein Kaufshirt etwas genauer anguckt, dann fällt auf, dass die Naht gar nicht hinten in der Mitte ist, sondern auf einer der beiden Schulterseiten. Und wie genau das gemacht wird, vor allem auch wie man jetzt den Halsausschnitt viertelt, damit das Bündchen gleichmäßig angenäht werden kann, das erkläre ich dir jetzt Schritt für Schritt. Als erstes nehme ich mir mein Halsbündchen und lege es einmal rechts auf rechts zur Hälfte zusammen und schließe die kurze Seite. Dafür bringe ich die Kanten jetzt einmal ganz genau übereinander, fixiere das mit einer Klammer und nähe es im Anschluss mit einem Gradstich fest. Dadurch kann ich nämlich jetzt im nächsten Schritt die Nahtzugabe einmal auseinanderklappen und das Halsbündchen links auf links zur Hälfte zusammenlegen, sodass nur noch rechte Seiten zu sehen sind. Damit das Halsbündchen später gleichmäßig angenäht werden kann, viertel ich es. Dafür setze ich mir zunächst einmal auf die Naht eine Klammer als Markierung und suche mir die gegenüberliegende Seite und setze dort ebenfalls eine Klammer als Markierung. Dann bringe ich diese beiden Markierungen genau übereinander, sodass ich links und rechts ebenfalls wieder den weitesten möglichen Abstand habe und mein Halsbündchen auf diese Art und Weise 4 gleich weit voneinander entfernte Markierungen hat. Im nächsten Schritt wird jetzt der Halsausschnitt geviertelt. Dafür beginne ich jetzt mit der Schulter, auf der ich später meine Naht anbringen möchte. Dann suche ich mir den gegenüberliegenden Punkt und dafür bringe ich die Stoffkanten ganz genau aufeinander. Und wie du hier sehen kannst, ist nämlich die gegenüberliegende Seite nicht die andere Schulternaht, sondern es ist irgendwo ein Punkt etwas versetzt. Und das ist auch richtig so, denn der Halsausschnitt ist in der Regel vorne deutlich tiefer als hinten. Danach bringe ich die beiden Markierungen übereinander, gehe wieder an den Kanten entlang bis zu der Stelle, wo es nicht mehr weitergeht und auf diese Art und Weise habe ich meine dritte und vierte Markierung gefunden und den Halsausschnitt genauso wie das Halsbündchen in 4 gleiche Teile eingeteilt. Jetzt kann ich mir das Halsbündchen nehmen und es rechts auf rechts in den Halsausschnitt legen. Ich beginne hier jetzt mit der Schulternaht und dafür suche ich mir an meinem Halsbündchen die Markierung, wo die Naht am Halsbündchen ist und genau diese bringe ich jetzt an die Schulternaht. Dabei wirklich darauf achten, dass die mittlere Stoffschicht und der Pullover bzw. die Schulter genau übereinander sind, weil das sind gleich dann die beiden Stoffteile, die außen zu sehen sind. Wenn ich das gleichmäßig ausgerichtet habe, gehe ich an den Kanten entlang, suche mir die nächste Markierung und bringe dort wieder alle 3 Stoffschichten schön übereinander und achte auch darauf, dass die Kanten gleichmäßig verteilt sind. Der Halsausschnitt ist etwas größer als das Halsbündchen, dadurch jetzt hier nicht irritieren lassen, dass es vielleicht noch nicht ganz so gut passt. Das regelt sich im nächsten Schritt. Jetzt gehe ich nochmal am Halsausschnitt entlang und dehne 2 Markierungen so weit auseinander, bis sich der Stoff vom Halsausschnitt gleichmäßig an das Halsbündchen anlegt. Und so gehe ich dann einmal rundherum, wie gesagt, nehme 2 Markierungen, dehne die so lange auseinander, bis sich das dann anlegt. Und in diesem Falle habe ich jetzt hier die zweite Schulternaht, wo ich dann auch nochmal gucke, dass die Nahtzugabe in die richtige Richtung läuft. Und wenn ich dann einmal um das Halsbündchen drumherum gegangen bin, dann habe ich hier insgesamt 8 Markierungen. Solltest du einen sehr großen Ausschnitt haben, dann empfehle ich dir auch dann noch eine weitere Runde zu gehen und nochmal jeweils die Mitte mit ein paar Klammern oder Stecknadeln zu fixieren. Das Ganze nähe ich jetzt im Anschluss einmal fest und dafür habe ich hier einen Zickzackstich ausgewählt. Beim Zusammennähen beginne ich gerne an der Schulternaht, weil ich nämlich hier ja schon alle Stoffschichten richtig ausgerichtet habe und damit auch sicher gehen kann, dass die Naht von dem Halsbündchen auch tatsächlich auf die Schulternaht trifft. Um das Halsbündchen jetzt gleichmäßig anzunähen, ziehe ich immer hinter einer Markierung das Bündchen so lange, bis es sich glatt auf den Halsausschnitt auflegt. Dabei muss ich jetzt darauf achten, dass alle 3 Schichten bzw. alle 3 Kanten genau übereinander sind und je nachdem, welches Material man verwendet, kann das manchmal schon ganz schön fummelig sein, weil sich nämlich die Kanten ganz gerne etwas aufrollen. Hier mit ein bisschen Geduld und Spucke arbeiten, auch immer mal wieder zwischendurch kontrollieren, ob wirklich alle 3 Schichten da sind und dann rundherum nähfüßchenbreit das Ganze festnähen.
Fertig angenäht sieht das Halsbündchen dann so aus. Im Anschluss wird das Ganze dann noch einmal knappkantig abgesteppt. Dafür habe ich jetzt einen Gradstich gewählt und ja, man kann diesen Halsausschnitt tatsächlich auch mit einem ganz normalen Gradstich absteppen, dabei aber darauf achten, dass die Stichlänge etwas verlängert ist. In meinem Fall habe ich eine Stichlänge 4 gewählt und die Nahtzugabe liegt jetzt links von der Naht und wird mit dem Gradstich festgenäht. Von der rechten Seite sieht das Ganze dann so aus und von der linken Seite so. Und wer mag, kann das überstehende Stück von der Nahtzugabe dann noch einmal knapp zurückschneiden. Mein fertig abgesteppter Halsausschnitt sieht dann so aus. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!